Willkommen zum Halloween-Marathon 2015. Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit einer neuen Folge fürs Halloween-Special. Ihr seht schon, es ist ein bisschen heller, also es wird ein bisschen was anderes. Den Titel seht ihr in der Videobeschreibung, den werde ich euch heute nicht nennen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß, dass es so ein bisschen Cthulhu-mäßig sein wird. Was soll ich noch dazu erzählen? Fällt mir gerade nichts ein. Lasst uns überraschen, heute gatze ich aber rum. Das Spiel sagt uns ja eigentlich schon, was es geht. The Rapture is here and you will be forcibly removed from your home. Also es ist quasi Ende aller Tage und wir werden von unserem Heim entrissen. Rapture ist die Erlösung? Irgend sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob der Mauszeiger eingeblendet wird. Aber es ist schon cool, wenn ich hier drüber fahre. Wird's rot, okay? Und es spielt auch noch eine Musik. Und es verändert sich hier schon. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ist wieder mal ein bisschen ein anderer Horror. Aber ich möchte ja auch, wie gesagt, so ein bisschen das breite Spektrum zeigen. Wir haben ja kein spezielles Thema. Und ich bin gespannt. Ist auch ein Spiel, was ich schon länger auf dem Radar habe. Aber nie dazu gekommen bin, es zu spielen. Dann sehen wir mal, ob es sich lohnt. Loading. Maus und Shift. Okay, nichts Besonderes. Ah ja, okay. So. Was ist das? Ist das ein UFO? Also das Ding ist so riesig, dass wir gar nicht merken, dass wir nach drüben laufen. Laufen wir mal da lang. Aber die Musik ist schon mal sehr schön. Aber was für ein nettes Feld. Ach, wenn wir rückwärts laufen, sind wir einfach so langsam, oder? Nö. Das Objekt muss einfach so riesig sein. Ich sehe, dass da auf jeden Fall irgendwas flackert oder Dings. Sieht auf jeden Fall schön aus, okay. Ach, da hinten ist auch so ein Feuer. Jetzt schauen wir mal kurz dahin. Es ist friedlich. Ich frage mich. Also immer wenn wir das... Wow. Geniales Sound ist dann immer, wenn wir dieses Objekt angucken, kommt ja dieser Ton. Wow. Also ich habe schon wieder Gänsehaut, das ist schlimm. Aber aus anderem Grund irgendwie. Ich finde die Stimmung super. Jetzt soll ich mal ein bisschen ruhig sein. Da hinten sind immer mal Bäume. Da ist noch eins von diesen Dingern. Passiert da was, wenn wir da hingehen? The natural leadership, which with my uncle procured the instruments from the laboratories of Brown University and the Cranston Street Armory, and instinctively assumed direction of our venture, was a marvelous commentary on the potential vitality and resilience of a man of 81. Elihu Whipple had lived according to the hygienic laws he had preached as a physician, and but for what happened later, would be here in full vigor today. Okay, das werde ich jetzt nicht alles übersetzen. Gehen wir da hin. Da ist auf jeden Fall ein Haus. Ich weiß jetzt nicht, also okay, es ist wohl ein... Ich kann noch ein bisschen rennen. Ein Walking Simulator. Sieht fast so aus, ha? Kann ich springen? Ah, springen kann man auch. Das hat uns das Spiel nicht verraten. Sollen wir jetzt echt da ganz hinterlaufen? Ja, Ach, wir hätten zu dem Haus gehen sollen. Aber es ist irgendwie schön friedlich. Ja, es wird schon dunkler. Bin echt gespannt, was da passiert, weil noch ist ja nichts wirklich passiert. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. So. Ist das kleiner? Nee. Das nennt sich Perspektive. Da. Ein Moor oder sowas. Neblig. Wunderschöne Landschaft auf jeden Fall. Had I, in full hideous fact, been drawn back to a pre-human world of 150 million years ago,
in those dark, baffling days of the amnesia? Had my present body been the vehicle of a frightful alien consciousness from Paleogean gulfs of time? Had I, as the captive mind of those shambling horrors, indeed known that accursed city of stone in its primordial heyday, and wriggled down those familiar corridors in the lonesome shape of my captor? Were those tormenting dreams of more than 20 years ago the offspring of stark, monstrous memories? Erinnert sehr an so eine H.P. Lovecraft Story auf jeden Fall, vom Ton her. Hier ist ein Feld. Ich weiß jetzt nicht, gehen wir zu dem Blau. Nein, ich möchte mir jetzt die Hütte angucken. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt alle Story-Elemente finden müssen. Aber es ist auf jeden Fall schöner. Also auch das Feld können wir laufen. Also die wiegen ja sicher sogar. Und immer noch ist dieses Risikoobjekt. Ich weiß jetzt nicht, bewegt sich das? Ich habe das Gefühl, dass es näher kommt. Aber das Ding ist auch einfach so riesig. Also schauen wir mal, dass wir zu der Hütte kommen. Ist auch schon duster geworden. Irgendwie ein bisschen melancholisch. Vor allem, man ist halt komplett allein. Wir laufen über die Hügel zu dem Haus, das uns vielleicht Schutz verspricht. So. Da ist es. Also in sowas würde ich auch wohnen. What I heard in my youth about the shunned house was merely that people died there in alarmingly great numbers. That, I was told, was why the original owners had moved out some 20 years after building the place. It was plainly unhealthy, perhaps because of the dampness and fungus growth in the cellar, the general sickish smell, the drafts of the hallway, or the quality of the well and pump water. Okay, kein guter Platz zum Leben. Ach, ist das der Schatten von dem Ding, oder was? Was ist das? Ja, wirklich, ja. Oh, der ist ja lang. Sieht eigentlich fast so aus, als wäre das Gras da verrottet. Okay. Oh, oh. Das Ding ist doch definitiv größer geworden. Oder hat sich's bewegt? Ah, jedes Mal, wenn man da hinguckt und dieser Ton noch kommt, so. Ah. Ah. Wir gehen jetzt mal zu dem Blauen. Weil das anders ist als alle anderen, deswegen möchte ich das jetzt sehen. So, laufen wir mal rüber. Du bist anders. Ah, ganz schwer zu beschreibende Stimmung auf jeden Fall. Aber es berührt mich irgendwie, also es ist so... Es ist sehr melancholisch. Aber endlich mal Bäume. Irgendwie, ich muss zugeben, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was jetzt passiert. Weil es ist anders wie in den Horrorspielen, die so schön. Sieht schön aus hier. Ich habe nicht unbedingt Angst davor, aber ich bin mir unsicher, was passiert. So. Wir laufen durch den Wald. Leichter Bodennebel. So. Schauen wir mal, was hier ist. Dieses alles bedrohende Objekt. Das ist doch näher. Na, wenn ich mich nicht bewegt habe. Ich glaube, das ist der Trick. Es bewegt sich mit uns. Also es hält denselben Abstand. Oder ist das einfach ein riesiges Nichts, was immer größer wird? The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all of its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little. But someday,
Piecing together of disassociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality and of our frightful position therein, that we shall either go mad from the revelation, or will flee from the deadly light into the peace and safety of a new dark age. I shall never knowingly supply a link in so hideous a chain. I think that the professor too intended to keep silent regarding the part that he knew, and that he would have destroyed his notes had not sudden death seized him. Okay. Anscheinend gab es echt jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, was hier passiert. Mal zu dem Berg da hoch. So. Tut mir leid, dass das mal eine etwas ruhigere Folge ist, aber ich muss zugeben, die Stimmung erschlägt mich gerade auch ein bisschen. Und für... Ups. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen... So, ups. My knowledge of the thing began in the winter of 1927 with the death of my granduncle, George Gamble Angel, Professor Emeritus of Semitic Languages in Brown University, Providence, Rhode Island. Professor Angel was widely known as an authority on ancient inscriptions and had frequently been resorted to by the heads of prominent museums. So his passing at the age of 92 may have been recalled by many. And as my granduncle's heir and executor, for he died a childless widower, I was expected to go over his papers with some thoroughness, and for that purpose, moved his entire set of files and boxes to my quarters in Boston. Okay. Also die Story kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich habe die sogar mal gelesen. Das ist eine neue Farbe. Okay. So. Mal schauen, was sein Erbe von dem Professor noch so rausgefunden hat. The first half of the principal manuscript told a very peculiar tale. It appears that on March 1st, 1925, a thin, dark young man of neurotic and excited aspect had called upon Professor Angel bearing a singular clay bas-relief, which was then exceedingly damp and fresh. His card bore the name of Henry Anthony Wilcox, and he called himself psychically hypersensitive. The sculptor abruptly asked for the benefit of the host's archaeological knowledge in identifying the hieroglyphics on the bas-relief. He said, "It is new indeed, for I made it last night in a dream of strange cities, and dreams are older than brooding Tyre, or the contemplative Sphinx, or the garden-girdled Babylon." Okay. Ja, das sind jetzt im Endeffekt die Geschichten, was sein Professor so erlebt und aufgeschrieben hat. Weil ist der Professor sein Vater? Das habe ich jetzt vorhin gerade nicht so ganz gesehen. Was sind denn das hier für komische Zylinder? Dann gehen wir erstmal zu dem roten runter und dann schauen wir mal, was das da ist. Seltsam Gebäude. Erst sah es nach so einem kleinen Ding aus, dass wir da nur in diesem Tal rumlaufen, aber es ist doch größer, als ich dachte. Gehen wir durch den Wald. Jetzt wirkt er für mich ja schon bedrohlicher. Aber dieses monstrose Ding, was da immer die ganze Zeit über uns schwebt. Eine neue Farbe. Sobald wir ein bisschen wegkommen von dem Ding, ist es wieder ein bisschen freundlicher. West of Arkham, the hills rise wild, and there are valleys with deep woods that no axe has ever cut. There are dark, narrow glens where the trees slope fantastically, and where thin brooklets trickle without ever having caught the glint of sunlight. On the gentler slopes there are farms, ancient and rocky, with squat, moss-coated cottages brooding eternally over old New England secrets and the lee of great ledges. But these are vacant now, the wide chimneys crumbling and the shingled sides bulging perilously beneath low gambrel roofs. The old folk have gone away, and foreigners do not like to live here. French Canadians have tried it, Italians have tried it, the Poles have come and departed. It is not because of anything that can be seen or heard or handled, but because of something that is imagined.
The place is not good for the imagination. It does not bring restful dreams at night. It must be this which keeps the foreigners away, for old Ammy Peace has never told them of anything he recalls from the strange days. When I went into the hills and vales to survey for the new reservoir, they told me the place was evil. Okay, im Endeffekt hat er den dunklen, bösen Ort beschrieben mit den Chimneys, Kaminen. Ja, da können wir anscheinend nicht hinkommen. Schade. Also ich habe es jetzt ein bisschen probiert, ihr habt ja gesehen im Hintergrund, dass ich versucht habe, da hochzulaufen. Am schlimmsten finde ich mittlerweile immer diesen, zwischendurch den, sagt's mir, den Donner. Ich will jetzt mal das Gefühl habe, immer wenn ich weggucke, passiert. Ja, hier sind auch noch weitere Kamine. Stromleitung sehe ich hier hinten. Das Ding ist doch jetzt echt viel größer geworden, oder? Ui je. Laufen wir mal lieber noch ein Stück weg. Ja, ich bin echt gespannt, worauf das hinausläuft. Also wie gesagt, vom Ton her und von dem, was so erzählt wird. Also ich habe ein paar H.P. Lovecraft Stories auch gelesen. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen daraus kommen. Gerade Arkham natürlich. Auch das davor, also ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Stories heißen. Das ist ja schon wieder dieser Blitz. So.